So, gut, wir haben interaktive Gegenstände und eine Leiche, die an der Wand hängt und 50 Cent. Ah nee, die Tonbandspule ist 50 Cent wert. Beschädigtes Fallbuch. It's Interagieren. the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. Da ist Urinalreiniger drauf? Ich meine, irgendjemand hat sich also bemüht, das gute Stück sauber zu machen. Na, immerhin. Ich glaube, ich habe verstanden. Ist sonst noch was dran? There's a piece of toilet paper. Or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper. Desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. Aha, Toilettenpapier. Das ist ja lecker. It's a metaphor for you. Danke, lieber Gehirnteil, der hier gerade mal redet. Thank you, waterlogged ledger, for spelling it out for us. Aha, Konzeptbildung. Du begutachtest das Toilettenpapier. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Du ziehst es ab, du lässt es kleben, stört ja keinen. Vielleicht ist es Küchenpapier, das sieht ja genau gleich aus. Du ziehst es ab. Still wet, the toilet paper peels off the plastic easily. All you have to do is shake it off with your finger and voila, the ledger now looks marginally better. Super. Was soll ich denn in der Klammer untersuchen? An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down to nothing, has been attached to the clip. Also der Bleistift ist runtergerockt. Also das Ding wurde lange verwendet. Also irgendwas in diesem Fall hat dafür gesorgt, dass wir das Leben als solches aufgeben. Du fährst mit dem Finger über das Aluminium. Ob mir das irgendeine Erinnerung bringt? The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. Hey Lieutenant, was ist das? Du zeigst auf den Aufkleber. What? That thing. It's a halogen watermark. We use it for adding information to RCM property. Aha. Er ist in seine eigenen Notizen vertieft. Es dauert einen Moment, bis er es sieht. Ein Halogenwasserzeichen. Das ist das, was im Menü auch angeleuchtet ist. Verwende es, um etwas mit Informationen zu versehen. Aha. Was? Ein Halogenwasserzeichen vor allen Dingen. Welche Art von It Information? depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. Ja, gut, aber er ist ja auch straight edge. Bei ihm steht natürlich die Stationsnummer und Adresse drauf. Maybe yours will have how many cases you've solved. Vielleicht steht in deinem, wie viele Fälle du gelöst hast. Wahrscheinlich 0. Wie kann ich es lesen? Any capable light with the right wavelength will do. Ich brauche wahrscheinlich UV-Licht. All RCM vehicles have headlights designed to reveal halogen watermarks. Mine too. Naja, wir brauchen also nur die Scheinwerfer vom Auto. Das ist ja leicht genug. This means you can read the watermarks if you just turn the lights on. Ja, yay, das ist alles. Du schließt das Thema ab. Okay. Er kehrt zu seinen ordentlich geführten Notizen zurück. While a Und ich... bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand. It's a sorry sight. Meine Notizen komplettes Dings sind. Okay, wir blättern mal durch die weißen They're Papiere. not exactly white. They're Oh, yellowed super. in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered with faint red lines, forming short paragraphs. Das Papier selbst ist mit schwachen roten Linien kariert. Warum rote Linien? Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. Wie dick ist dieses Ding? Was ist da drin? Worum geht's? Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. 20 bis 30 angenommene, nicht abgeschlossene Fälle. Und alle, sie gehen bis zum Januar und wir haben es jetzt März. Aha. Aber warum haben wir so viele Fälle angenommen, die nicht gelöst? It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Ich habe 2 Fälle versucht. Sind 2 Fälle pro Woche eine gute Fallbelastung, Lieutenant? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie kompliziert die Fälle sind, oder? Es wurde eine gewisse Namenskonvention verwendet. Yes, it appears you employ a
shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. Die meisten Fälle haben einen Namen. Das ist übrigens auch eine ganz tolle Methode, um sich maximal zu verwirren. So gute Nummerierungsschemen sind erstaunlich wichtig, sobald es um die Masse geht. Das ist auch irgendwie total traurig, weil zum Beispiel, wenn du Festplatten benennst oder Server oder irgendwas anderes verwaltest, dann ist es natürlich total cool, die irgendwie Asgard oder irgendwie Nilfheim, Svartalfheim, die nach irgendwelchen mythologischen Sachen oder so zu benennen. Das Problem ist bloß, dass es davon nur begrenzt viele gibt. Und irgendwann rennst du halt in dieses Problem, dass dir die Namen ausgehen. Oder irgendwelche anderen Leute mit deinem Shit arbeiten sollen und müssen und dann nicht so richtig wissen, welcher Server zur Hölle der mythische Nilfgaard ist. Und dass das irgendwie nicht so ersichtlich ist, dass das, keine Ahnung, der Backup-Server ist und dann irgendwie, naja. Und dann hier irgendwie die irgendwas Inseln sind und was anderes. Und, naja, das ist ganz so schlimm. Dann sind halt so Nummernschema oder eindeutige Bezeichnungen halt irgendwie doch irgendwie besser. Also warum Namen? A title, one might say even. One that draws inspiration from Snoop fiction and Vespertine cop show staples. Vespertinische Polizeiserien. Wo genau hat die Konzeptbild? Ja gut, das ist das Prinzip der Kunst, ne? Kein Wunder, dass es so blumig redet. Yggdrasil Final Four 2, bitte die hier verwenden. Ja, sowas in der Art. Oder Ratatosk. Es ist doch noch in Großbuchstaben geschrieben. Wie toll. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Ah, super. So eine Art Mensch war ich also. Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the Uka Parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. Also Mord steht im Vordergrund. Also ein seltenes Exemplar und Artikel. Einstürzendes Wohngebäude. Die Typen auf einer Couch an einem unerwarteten Ort. Der Mord in der Shisha-Bar. Das Wandbild der nächsten Welt. Der Mörder mit den rechteckigen Kugeln. Der unlösbare Fall. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Man könnte sie zusammenfügen, aber warum sollte ich das tun? Sie scheinen ja eh unlösbar zu sein. Oh, Mord in der Shisha-Bar könnte auch Agatha Christie sein. Ja, aber ich glaube, Shisha-Bar ist nicht so üblich. Der Timer ist nur eine Sekunde. Don't worry. Du zählst die Seiten. Ich muss noch einen offiziellen Fall eröffnen. Ist noch Platz? Okay, in meinem Fall scheint es eine Art Namen zu sein. Nee, ich frage erst mal, ob 2 Fälle pro Woche viel sind. 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Naja, gut, er würde nicht empfehlen, 2 Fälle pro Woche zu machen. Das macht man Fehler, wenn sie komplex sind. 2 Fälle pro Woche scheint mir eine Belastung gewesen zu sein. Ich weiß aber nicht genau, ob ich sie abgeschlossen habe. Anscheinend ja nicht. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. Oh, er möchte nicht anmaßend sein. Er hebt beide Augenbrauen. Das Ding ist, er kann eine Augenbraue heben. Dieser verdammte Poser. Aber ich kann das nicht. Ich kann halt nur beide heben und ich kann halt den hier machen. Aber das sieht irgendwie aus, als hätte ich einen Schlaganfall. Und ich kann das nicht, also eine Augenbraue heben. Das ist halt, seit ich früher damals... Was? Menno! Seit ich damals bei Pratchett gelesen habe, dass der Patrizia eine Augenbraue hebt, um was zu betonen oder so, wollte ich das mal machen können. Ich habe das tatsächlich versucht im Spiel zu üben, aber ich kann es einfach nicht. Das ärgert mich wirklich. Das würde meiner Mimik noch so viele Punkte geben, aber ich krieg's einfach nicht hin. Ich kann nur beide heben, irgendwie so. Oder halt so ein bisschen schief gucken, aber ich kann halt nicht eine Augenbraue nur so heben, so fragend. Sogar Hunde können das. Manchmal. So, ich bin einfach ausgebrannt. Hey, das würde ja passen. Schön zügiges Tempo, so wie ich es mag. Ich bin einfach ausgebrannt. That's okay. We all do, sooner or later. Er nickt. Dann kehrt er zu seiner eigenen Fallakte zurück. Like a fan of gills, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. Die Handschrift ist extrem dicht, wenn auch unleserlich. Ich sag mal so, so sieht meine Handschrift aus. Das ist jetzt auch nicht so viel lesbarer, ne? Kim, in meinem Fall scheint es eine Art Namenskommission zu You geben. mean the alphanumeric? Officer, Precinct, Time of Arrival at the Scene? Eher nicht. Alphanumerische Codes, Officer, Revier, Ankunftszeit am Tatort. Nein, ich meine eine nicht-numerische Konvention mit Titel. Oh, you mean the titular? Yes, well, so do I. In our defense, almost everyone in the RCM does. Das Titelsystem? Also die anderen Cops geben ihren Fällen auch
Titel? Aber warum? Ich kann beide Augenbrauen einzeln heben? Gleichzeitig? It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Ja gut, die einzelnen Beamten nennen, also wir wissen nicht mal, ob sie wirklich Beamte sind, ne? Nennen ihre Fälle halt nach irgendwelchen Titeln, wie das ist, aber ich meine, das ist ja irgendwie jeder Polizeitrelator. Mach's gut, Zoshi. Oder Emu. Ich meine, es scheint einen Fall der Mörder mit dem rechteckigen Kugeln genannt zu haben. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still I named it that, to amuse myself. Oh, das ist das erste Mal, dass er Persönlichkeit zeigt, oder? Der Mann mit dem Loch im Kopf. Das war ein echter Mensch. Sein Tod war echt. Trotzdem habe ich den Fall so genannt. Aus Spaß. Wahrscheinlich auch eine Art von Abstumpfung, oder? I pray his loved ones never find out. Ich bete, dass seine Angehörigen das nie herausfinden. Was mit ihm passiert? Er hat wahrscheinlich die Kugel in den Kopf gekriegt. Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. Schienennagel durch den Kopf, er war sofort tot. Es war ein Unfall am Arbeitsplatz. Achso, ja, Loch im Kopf, okay. Du zählst die Seiten. Ich muss meinen offiziellen Fall öffnen. Ist noch Platz? There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Wie praktisch, dass das schon vorgemacht ist. Es ist noch genau Platz für einen Fall. Das ist ja perfekt. Once all the tasks are accomplished, the case is complete. Wenn alle Aufgaben erfüllt sind, ist der Fall verwendet. Du bringst den Fall zu Papier mit dem Kugelschreiber, den Lena dir gegeben hat. Hier draußen im The Kalten. tasks you've completed flow out of the kind green ape pen in a brash freehand similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple. A language developed for mental rigor and simplicity. Es fällt mir leicht. Gedankliche Präzision und Klarheit. Inspect the victim's body. Leichtes Aufwachsuntersuchung. Interview the cafeteria manager. Ich hätte das Ding als erstes It's finden not exactly poetry, but poetry would be out of place. Vielen Dank, liebe Konzeptbildung. Du streichst die Aufgaben durch, die du bereits abgeschlossen hast. Was wohl passiert, wenn man von Konzeptbildung null Ahnung hat und einfach nur voll der Schlägertyp ist? A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you, and you. Man streicht Sachen durch. Ich hake die immer nur ab, beziehungsweise male kleine Kästchen. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. Aha. Zusammensetzung der Realität. Lass mich raten, der Fall heißt Disco Elysium. Das kann eigentlich gar nicht anders laufen, oder? Wir fragen einfach mal. Lieutenant, haben Sie den Fall bereits benannt? No, actually. Any ideas? Gequirlte Scheiße, die Abendsonne, die Furien sind im Spiegel zu Hause, der Gehängte? Mir fällt keiner ein. Okay, das ist nicht der Titel des Dings. Na, dann bin ich für die Abendsonne. Okay. It's a good name, but it has one problem. This case has nothing to do with the setting sun. At all. It has nothing to do with that, so... Was? Der Fall hat nichts mit der Abendsonne zu tun? Something more concrete, perhaps? Do you have something concrete? Mundane, usual? Der Gehängte wieder. Great. That's great. That's actually what I was thinking too. The Hanged Man. Good, strong name. We have a very good name for the case now. Aha. I'm going to start calling it The Hanged Man. It's good we sorted this out. Super. Cool. Toll. Ich bin fertig mit der Fall. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. Ich schließe die Akten nicht, sondern entferne sie weit auf meiner Nase. Ach, schön. Bild des erneut die Verlagten. Logik Mittel 11. Kann ich die Verlagte jetzt lesen? Kim hat sein System erklärt. Dies ist eine weiße Würfelprobe. Sie ist wiederholbar. Yes, you can piece them together using the alphanumeric code on the margin. It always begins with HDB 41. Then, date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB 41120111700. The Next World Mural. Das Wandbild der nächsten Welt. Aber das Jahr... Achso, nee, das Jahr steht wahrscheinlich gar nicht drin, oder?
Also Revier 41 wahrscheinlich. Wir sind der HDB. Waren das nicht Officer und Revier? Why, yes, your precinct number is 41. Was? Fun Fact, das Wort Furien kommt noch so oft vor, weil das Spiel anfangs noch No Truth with the Furies hieß, bevor sie es in Disco Elysium geändert haben. Ach, verdammt. Hätte ich mal doch das auswählen sollen. HDB. Every last alphanumeric in the files begins with it. And these are your case files. It's safe to say HDB are your initials. Horus Dabi Buanga, Ram Dayam Bianzinkin. Das sind meine Zahlen, die geben mir nichts. Tja, leider sagt mir es trotzdem nicht. Ich versuch's mal mit Ram Dayam Binzakin. Yeah, no. Verdammt, wie lange dauert es, ein Fall zu It lesen? takes about half an hour to piece one together, using the system you've devised. Where do you want to start? Naja, erstmal nicht. Ich werde noch einmal darauf Not zurückkommen. much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard. Okay, siehst du die gelben Blätter an? In the back, you see thin, translucent copy paper. Some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Ernsthaft, wie dick ist diese verdammte Fallakte, wenn da alles drin ist, was der Name ist, wie mysteriös. Also ich könnte jetzt jeweils eine halbe Stunde lang die Dinger durchführen, aber es ist beinahe Mittag und um 1 macht die Küche auf. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. Ich kann Formulare ausgeben, das ist ja schön. Welche Art von Formulare gibt es? 3. The topmost are misconduct fines. The middle ones are station calls. And the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. Vorladung und Leichenschau vor Ort. You don't have to be an intellectual giant to do police work. Was? Man muss kein intellektueller Riese sein, um eine Polizeiarbeit zu leisten. Leichenschau vor A Ort. dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal organs. Wie soll ich denn die Kondition der inneren Organe feststellen? A Ordnungswidrigkeitsbußgeld? monetary penalization ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread out over the rest of the fields. Ob ich mit Bußgeld Plus machen kann? Ich meine, Kizuragi hat ja auch gesagt, dass man Entschädigung annehmen kann. Aber 1000 Reals-Strafen brauchen spezielle... But they appear pleasantly vague. Angenehm vage sind die Einzelheiten der Ausstellung. Vorladung. These are quite sinister in turn. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. Ob dieses Land genug System hat, dass man Leute wirklich realistisch vorladen kann? Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead guys. Ich ahne, dass ich noch mehr Leichen finden The werde. rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copier paper. Das empfindliche Kopier vom Thema, das ist ja super. Was wäre denn passiert, wenn ich das scheiß Klemmbrett nicht gefunden hätte und einfach ignoriert hätte? Hätte ich das trotzdem nachgetragen gekriegt? So siehst du das Klemmbrett It's an. made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters RCM. ACM oder BMR. Du schüttelst das Fallbuch. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? Wie groß ist dieses Buch? Permeables. It's not hidden per se. The compartment is made for permeable materials that would get damaged if something happened to it. Wenn du es nie findest, schreib Kim mit dir, um alles offiziell zu machen. Oh wow. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. Also das Fallbuch hat ein kleines Compartment, wo empfindlichere Sachen drin sind. Wie kann ich es öffnen? With your hands, U4-sized pages hang from the clip, screwed to the top of the board. Aha. Mechanikmittel. Du öffnest das versteckte... Die ist eine weiße Würfel pro. Siehst was? Langer einsamer Heimweg ist -1? Ich versuch's trotzdem mal. The two sides of the board appear slightly misaligned, like a drawer that's come off its slides. If you bend the plastic on your knee, slowly,
Oh, gleich bricht's kaputt. The slides snap back into place. It should be possible to just, you know. Du willst das nicht? Da könnte mein Ausweis drin. Du schiebst das Fach auf. Without resistance or sound, the two panels move against each other. The compartment is now open. Und? 2 ticket stubs and a handmade postcard. 2 entwertete Tickets. Okay, wir wissen immer, wie wir hergekommen sind. Anscheinend mit 2 entwerteten Tickets. Du nimmst die entwerteten Tickets an dich. 2 octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there too. Ich war am Revachol Ost Zoo und war im Aquarium, oder ist das ein Hinweis auf, wo ich war? Oder ist das eine uralte Erinnerung an was anderes? Familie. Die Postkarte? Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. Es waren Sachen von hohem emotionalen Wert. Das ist irgendwie komisch, wenn man sich selbst entdeckt. Du riechst zuerst daran? It smells of chewing gum, apricot flavored. Kaugummi mit Aprikosengeschmack? A Warum? touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Tutti Frutti. Ernsthaft. Öffnen. Familiar handwriting lines the inside of the card. Looped, round letters in a woman's hand. Ich ahne, dass wir eine traurige Vergangenheit haben, oder? Wenn wir hier eine feminine Handschrift haben, wir sind ein harter Säufer, das klingt doch nach vergessen, oder? Obwohl, nee, warte, wir haben noch ganz am Anfang hat auch unser Exengehirn irgendwas von Ex-Freundin erzählt. Ich nehme an, das ist es. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile. You think. Although that is not something you can read from someone's handwriting. Das sieht man nicht in der Handschrift. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Also, wir heißen Harry. Das ist doch gut zu wissen. Yay, wir haben einen Namen. Throw it away, please. Die Willenskraft sagt, wirf es weg. Aber es wird mich glücklich machen. Ja, denn nicht mehr. Oh, die Willenskraft sieht der finster. Gesundheit. Du liest weiter. Your hand shakes, holding the card. Mehr Every Gesundheit? morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Weiter. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42 and walk back to you. Du liest weiter. You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Und wann ist er anscheinend nicht mehr zurückgekehrt? Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything around you gets dark. Small white dots appear. Du spürst, wie die Luft aus deinen Lungen und das Blut aus deinem Kopf gesaugt wird. Alles um dich herum wird dunkel. Kleine weiße Punkte erscheinen. Sparks fall like snow from the bow collector. A streetcar distancing. You feel the ledger slip from your hand. Gegenstand verloren. Beschädigtes Fallbuch. Das Fallbuch ist in der Hand. No. Hold on. Du entscheidest dich, du fällst zur Seite, du entscheidest dich fürs Festhalten. To what? There's nothing. Detective, is everything alright? Du fällst zur Seite. Verdammt, ich hätte das gleich machen sollen, wo ich sitze. Jetzt verliere ich den Tag. RIP. Ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal gespeichert habe. Das war, glaube ich, länger her. Achso, das war's. Wow. There is nothing. Du spürst nichts. Again. Du liegst einfach da, ohnmächtig. Well, almost nothing. There is the ground below you. That's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. Irgendwas in den Basalganglien? That's me. Blue eyes, that's me.
Blauaugen. Und wer ist das? Who was what? He speaks of the sickening longing, the unwell emotion. Even in the darkness, he's grasping for it. Still trying to hold on to the great sorrows slipping in the water. Mich hat das kalt gelassen. Slimy. Genau das. Here in the paleo-mammalian cortex, we call it the shadow. Was auch immer der Schatten ist. Because it's always there. Gedanken gewonnen, weißer Trauer. Ach, wo ist die Voyager rot? There is no Voyager Road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. It's all on pause. Wer ist dieser Ex-Jemand? Da irgendwas mit Strom abnehme? Yeah, man. What was that about? Die Bogensammlerin? Wer ist der Ex-Jemand? Bloated corpse of the past resurfacing. Tja, aufgedunsene Leiche der Vergangenheit, die wieder in die Welt. Nein, das war was Schönes. Irgendwie. Beautiful. Believe me, stupid ape. Its lack of beauty was not the problem. Ich liege einfach da, bewegungslos. You think they would let you? Until you disintegrate into biomolecules? No. Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. Jemand atmet auf mein Gesicht, na wahrscheinlich Katsuragi, oder? Was ist das? Es ist kalt. Yes, they're pouring something on you. It's in you. And it's... Wasser? It's delicious. Ah, Wahrnehmung köstlich. Ja, anscheinend versucht man mich gerade mit dem guten Alkohol wieder zu Glowing bringen. lights on a dashboard emerge out of nothingness. Na, wir sind wieder da. Wo bin ich? In the upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's motor carriage, seated in the driver's basket. The air is thick with leatherworks and heavy fuel oil. Achso, Cold nicht viel water Zeit runs vergangen. down your chin. Gar keine Zeit ist vergangen. Drink. Water. Der Lieutenant hält dir eine kleine Flasche an den Mund. Du trinkst. The water is cold, silvery, the stuff of life itself, as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. The darkness parts. Ich würde mal behaupten, ich habe eine schwierige Vergangenheit. Drink. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. Ich brauche eine zweite Form der Hydrierung, was? Aber irgendwie der Schnee ist weggeschmolzen in der Zeit, aber war vorher Tag 0. With greedy gulps, you down half a liter of cold water. Some of it spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. What happened? Was ist passiert? Das gleiche könnte ich Sie fragen. Ich bin mit den abgebundenen Urin der Vergangenheit in Kontakt gekommen, Lieutenant. Das schließt das Thema ab. Ich war dehydriert, kommt nicht wieder vor, schließt das Thema ab. Scheiß drauf. Du machst dich dran, aus dem Motorwagen zu klettern. Schließt das Thema ab. Das gleiche könnte ich Sie fragen. You were reading your paperwork. Then you passed out. I carried you to my kinema to take you to a hospital. Then you came to. Ach, das ist das Kinema. Wie lange war ich 10 weg? minutes, maybe. Ah ja, na gut. Ich bin mit den abgebundenen Urin, ja, das da. That does sometimes happen. Er gibt dir die Überreste deines Fallbuchs. He replies with such understanding. It's as if the burnt-out ruins of the past were an occupational hazard. Ein Tennisarm für Foot Polizisten. cops. Ein Tennisarm für Polizisten ist ein schöner Titel, oder? Irgendwie. Ich müsste mir eigentlich für jeder der Episoden irgendwie so einen artistischen Titel überlegen. Das Problem ist bloß, ich bin nicht der kreative Typ dafür. Ein Elend. You dropped these. Are you okay to proceed? Lösen wir diesen Fall. Good. The ledger of failure and hatred is a special item that can be used both as an interactable and a tool equipped in your held slot for skill bonuses. Find it under the Tools tab in your inventory. Das Fallbuch des Versagens wäre natürlich auch ein guter Episodentitel. Fallbuch des Versagens. Da sind all die Fälle drin, die ich nicht geschafft habe. Ob man die wieder aufrollen kann? Wahrscheinlich nicht. So, ich habe noch neue Persönlichkeitswets. Unerklärlich feministischer, langer, einsamer Heimweg. Dein Faktengedächtnis kehrt zurück. Vorübergehender Forschungsmodus. Ist es denn weg? Problem, Lösung.
Vorübergehende Forschungsautorität, die Hölle auf Erden, Augen-Handkönigin, die Bogensammlerin. Er schneidet Funk. Das Studium einer Akademie, oberirdisch voll auf dem Strom, die Bogensammlerin spielt mit ihnen auf der Musik und so weiter. Ein Lichtblitz, die steht im hinteren Fenster und hält sich Geländer fest. Ein Frühlingsmantel winkt sie dir zu. Weiße Trauer. Der kleine Mann entfernt sich immer weiter. Du siehst von oben auf dich herab. Du bist ohnmächtig und liegst auf einem blauen Karren des Hotelzimmers. Selbst die Entfernung kannst du sehen, wie deine Augenlider zucken. Was wurde gerade gesagt? Ein großes weißes Objekt, das einen süßen Geruch absondert, wie Maiglöckchen. Der kleine Mann hat den Namen dafür vergessen, aber an das Gefühl erinnerte sich noch. Schau mal, er bewegt sich. Das Gefühl lässt ihn aufleben. Instinktiv greift er nach dem besten Freund des Gefühls. Eine Flasche Commodore Red. Er zieht seine Disco-Klamotten an und schrumpft immer mehr. Davon gibt es übrigens noch echt viele und ich kann wahrscheinlich nicht alle machen, oder? Das Wunder von Insulinde. Na gut, an der Stelle würde ich dann erstmal Schluss machen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben übrigens noch nicht die Leichen nach unten gebracht, ne? Du deine Fähigkeiten der Konzeptbildung haben entschieden erhält. Das war das. Lies die Wasserzeichen. Kann ich das nicht einfach hier machen? Before you stands a motor carriage. The bodywork is covered in blue and white livery, bearing the number Sehr 57. viele Gedanken. Ja, ich sehe das, ne? Vapor emanates from the large engine on the back of the vehicle. It hasn't had time to cool off yet. Ich nehme mal stark an, man muss dieses Spiel mehrfach spielen, wenn man alles sehen möchte. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. The Caprice Kinema motor carriage. Caprice Kimina. Ja. Du öffnest die Tür. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. Das Problem ist, ich kenne meinen Namen nicht so gut. Das macht es schwierig, irgendwie die Scheinwerfer. Alright. Ready? I turn, you press start. It's next to the preheater. Er schaltet den Vorglüher an, wartet, holt seinen Schlüssel hervor und sagt, alles klar, bereit, gleich neben den Vorglüher. Du The kannst wieder dashboard starten. lights up with orange glow. The rounds per minute gauge jumps, and the engine of the Caprice Kinema comes to life with a whiny growl. Drückst auf den Knopf mit der Aufschrift The Scheinwerfer. lights unfold with a little click, casting electrical light onto the ground before the vehicle. There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front of the machine now. Ah ja, du schließt die Tür. Schön, dass er übrigens eine Fernbedienung hat für das gute Mobil hier. As you hold your ledger's clip under the headlamp, an iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great river. A familiar sensation washes over you. Ein Straßennetz. There she is. Revachol West. In der Stimme des Lieutenants schwingt Stolz. Around the borders of the watermark are dozens, no, hundreds of micro-perforations. Du betrachtest die There Perforation. are many of them, and they are divided into 3 separate rows. Du ziehst sie einzeln The rein. first row has 18 dots. Und die The nächste? next is the longest. It runs all the way around the border, and then some. Das ist ein bisschen sehr interessante Konstruktion, dieses Auto, ne? Du ziehst sie You nacheinander. count 216 perforations. Considering that nice, large number, a wave of pride washes over you. Though you can't say why, precisely. Stolz, aber uns wissen warum. Die letzte The Reihe? last row has 3 perforations. Nur 3? That's it. Herr Kim, was hat denn mit den Löchern auf sich? Du zeigst auf die Punkte auf dem Those are Wasserzeichen. perforations. They represent your record as an officer of the RCM. They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record. Officers often do. Let's take a look. Es zeigt meine Zeit als Polizist. Alpha male officers who are proud of their numbers often do. It's meant. Die Rhetorik meint, die Polizisten, die Alpha-Männchen sind auf ihre Statistiken The stolz. first row represents your years of service. 18 years. Okay, not bad at all. What did you do before you volunteered? Ich habe mich freiwillig gemeldet? Ich bin durchs Land gezogen und habe Hunde und Lügner das bevorstehende Ende prophezeit. Momentan verbleiben noch 9.850 Tage. Wahrscheinlich habe ich einen langweiligen Bürojob gemacht, genau wie alle anderen Leute. Was? Ich mache das seit 18 Jahren? That's what it says. I might have guessed even longer based on your age. What did you do all those blissful years of your youth? Tja, langweiliger Bürojob. No shame in working a regular job, detective. Sometimes after a long day of doing this, I even envy it. Let's move on, shall we? Er beneidet es einen This langweiligen next Tag. row,
The one that wraps all the way around is your number of closed cases. Closed is good. It means finished. You've got, let's see... Geschlossene Fälle. Wow, more than 200. 216 Fälle geschlossen. It's quite a lot, even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM officers. Der Lieutenant nickt respektvoll. Ich war also gut da drin, was ich getan habe und was dann passiert. Früher war ich mal gut. Das ist mein kleiner Trost. Wofür steht die letzte Zahl? Ich glaube nicht, dass ich es je wieder damals wäre. Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations there. 3 Tötungen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, den Bow Collector und White Morning gemacht zu benutzen. Die sind beide sehr cool. Aha. Wir werden sehen. Ich bin also ein Killer. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock Quarter, it's rather tame. I mean that in a good way. Nur 3 Tötungen sind nicht viel. There are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. Es ist offensichtlich, dass der Lieutenant nicht viel von diesem Polizisten hält. But it seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. Also wir waren mal ein guter Bulle und wir haben nur 3 Leute in 18 Dienstjahren umgebracht, was anscheinend für einen Officer aus dem 41. Revier echt wenig ist. Hat er schon mal getötet? Yes. Ja, aber ohne weiter darauf einzugehen. Wie kommt er damit klar? Everyone has their own method of coping. Some more effective or self-destructive than others. Er sieht dich vielsagend an. Ach ja, das hat er wahrscheinlich so viel Verständnis dafür, weil das Coping wahrscheinlich aus massiven Mengen an Alkohol besteht. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. Was hat er denn für ein Hobby? Oh, this and that. Let's not get into it now. Aha, dies und das ist sein Hobby. Vielleicht sollte ich mir ein Hobby suchen. Anything's better than annihilating yourself with drugs and alcohol. Ach ja, das mag immer noch meine Alkoholsucht nicht. Na gut, du schließt das Thema ab. Nods. Okay, machen wir weiter. Right. I'll go turn off the lights. Und drückt auf die Fernsteuerung auf den Schlüssel. Oh verdammt, You can now see your statistics on your journal page, to the right of the task description. Oh. Ob ich das nicht nochmal anmachen, aber ich habe das andere Ding nicht gemacht, weil ich wollte jetzt eigentlich mal lange mal Schluss machen. Nämlich, bis zum nächsten Mal. Ciao.